Und diejenigen, die die Produkte für diese neue Weltordnung schon im Schrank stehen hatten, die entwickelten auch die Methoden, um diesen Krieg zu gewinnen, wie diese Firma hier, BASF. Der Wissenschaftler Fritz Haber fand heraus, dass man aus Luft, aus dem Stickstoff in der Luft, wenn man ihn unter Druck und Hitze zusammenbringt, Ammoniak produzieren kann. Der Grundstoff für TNT und damit für Bomben. Die Jungs hatten herausgefunden, wie man aus Luft Bomben bauen kann und hatten sich ein Patent darauf geben lassen. Und sind dann in Berlin aufmarschiert und haben Wilhelm gesagt, jetzt schlag los. An Bomben soll es nicht mehr mangeln. So, willkommen zum neuen Video. Wie fliegen Flugzeuge wirklich? Und ich denke, bei dem Titel habt ihr alle schon irgendwo eine Ahnung, aber ich wette mit euch, ihr werdet sehr überrascht sein. Denn es ist wirklich abgefahren. Ja, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, ja, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ja, dann ist es absolut logisch. So, willkommen zum neuen Video. Anscheinend ist es doch nicht so, wie uns das beigebracht wurde. Aha. Einen Flug zu buchen, aber ich traue dem Internet da nicht so ganz. Man könnte sich das vorstellen wie eine flache Erde. So, willkommen zum neuen Video. Und ihr werdet sicher überrascht sein, ja, wie dieses Video endet und worum es hier wirklich geht. Und wenn ich euch überraschen kann, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und teilt das überall. Denn es ist eine erstaunliche Überlegung. Ja, und ich habe es so noch nicht im deutschsprachigen Raum gehört. Wie fliegen Flugzeuge wirklich? Ja, ich habe jetzt hier mal das Beispiel A380. Das ist eines der größten Passagierflugzeuge, was aktuell unterwegs ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, wie fliegt dieses Flugzeug wirklich? Ja, wir haben hier 4 Turbinen, das sind Rolls-Royce Turbinen und die laufen angeblich mit Kerosin. Aber wo ist dieses Kerosin in diesem Flugzeug? Das ist die Frage. Ja. Wenn man sich hier diesen Aufbau anschaut, dann sieht man die ganzen Passagierkabinen. Unten im Bereich ist das Gepäck. Ja, bis zu 850 Passagiere ungefähr. Und ja, diese Flügel sind natürlich in einem entsprechenden Leichtbau. Ja, sie haben sogar hier Verstärkungen für eventuellen Vogelschlag, ja, damit die nicht kaputt gehen so leicht. Aber bei diesem Aufbau habe ich gedacht, ja, wo sind denn da die Tanks eigentlich untergebracht? Ja, wo sind hier diese Tanks? Ja, das wird ja immer betankt, das Flugzeug, mit Kerosin. Und man kann auch lesen, wie viel Kerosin die insgesamt da mitnehmen können. Ja, bei der A380 kann man das hier bei Wikipedia lesen, dass sie insgesamt 328.000 Liter Kerosin in dieses Flugzeug unterbringen. Ja. Und die geben hier an bei Wikipedia, dass steht hier, die Kraftstofftanks sind als Integraltanks ausgeführt und sind somit Teil der tragenden Struktur. Die Outer-, Feed-, Mid- und Innertanks sind in die Tragflächen integriert und der Trimtank in das Höhenleitwerk. So, und hier seht ihr das Höhenleitwerk. Ja, das Höhenleitwerk des A380 sind diese 2 Ruder hier und da soll der Trimtank enthalten sein, ja, in diesem Höhenleitwerk. So, und die anderen Tanks alle, ja, die Outer-, Feed-, Mid-
und Innertanks sind in die Tragflächen integriert. Ja? Die sagen hier, die sind in den Tragflächen. Und wenn man diesen Trimtank hinten abzieht, ja, der hinten in diesem Ruder drin ist, angeblich, und man zieht den von dieser Gesamtsumme ab, ja, dann hat man noch ungefähr 235.000 Kilo, ja, oder gut 300.000 Liter, die in den Tragflächen drin sein sollen. Und das wundert mich doch ziemlich, weil ja die Tragflächen sind ja hier bei Wikipedia auch beschrieben. So, die schreiben hier, die Rippen bestehen aus Kohlenstofffaser verstärktem Kunststoff. Ja? Kohlenstofffaser verstärktem Kunststoff. Daraus bestehen diese Flügel. Ja, das hier sind die Tanks, die hier angeblich drin sein sollen. Ja? Die wollen uns erzählen, dass in den Flügeln Kerosin mit einem Gewicht von 300 Tonnen transportiert werden kann. Ja? Das wollen die uns erzählen. In diesen Flügeln hier, also in jedem Flügel gut 150 Tonnen Treibstoff. Und zusätzlich haben wir natürlich alle möglichen Anlagen hier drin, ja, die noch verwendet werden, wie zum Beispiel das System für die Druckluft hier drin, für die Druckkammer und ja, diverse andere Systeme, die alle hier von den Turbinen angetrieben werden. Aber macht das Sinn, ja, dass wir hier Tanks drin haben sollen, die jeweils 150 Tonnen Treibstoff mitführen können? Ja? Kann das funktionieren und hier hinten auch? Ja, ist das nicht eher so eine Geschichte, ja, damit man erzählen kann, dass das hier funktioniert, ja, die begrenzte Reichweite und so weiter. Die Rippen bestehen aus Kohlenstofffaser verstärktem Kunststoff. Ja, Kohlenstofffaser verstärktem Kunststoff. Daraus bestehen diese Flügel. Das wollen die uns erzählen. In diesen Flügeln hier, also in jedem Flügel gut 150 Tonnen Treibstoff. Ja, wie fliegen Flugzeuge? Ja, wir sehen hier natürlich Turbinen und uns allen wird erzählt, dass die Flugzeuge immer aufgetankt werden müssen, um da Kerosin reinzukippen irgendwo. Und dass die Triebwerke damit dann eben betrieben werden. Ja? Also das Kerosin wird hier entzündet und dann gibt es hier den Vortrieb. Ja? So wird das ungefähr erzählt. Ja? Aber wie fliegt dieses Flugzeug wirklich? Ja? Was ist das für ein Antrieb? Da sieht man so eine Turbine und diese Turbine erzeugt Druckluft. Ja, sie bekommt diese Einströmung vorne, ja, sie saugt regelrecht die Luft an, verdichtet die Luft zu immer mehr Druck und dadurch entsteht Wärme und Elektrizität, ja, und Schub gleichzeitig auch. Also es ist eine Energiemaschine sondergleichen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Flight. It's evolving. How? Let's start with entirely new wings. Wings that go beyond conventional thinking and span, using composites to achieve unconstrained length, curves, and the highest efficiency. Wings with a simple fold that ensures they always fit everywhere they go. That's why the Boeing 777X is the evolution of flight. It's airline prosperity embodied in wings, in blades, in comfort, in space, in stars. It's the future of flight unfolding.
Freiheit wohl grenzenlos sein. Dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und teilt das überall. Now you've seen this thing many times, but we're going to take a much closer look at it today. What this is an air turbine starter for a jet engine. This jet engine. And there we go, our starter's attached, the airline is hooked up, the start cart's in position, and Mr. Bill is warming up the fuel system so we get a little bit of light rain just before we run this engine. Ich denke, bei dem Titel habt ihr alle schon irgendwo eine Ahnung, aber ich wette mit euch, ihr werdet sehr überrascht sein. Denn es ist wirklich abgefahren. Ja, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, ja, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ja, dann ist es absolut logisch. So, willkommen zum neuen Video. Anscheinend ist es doch nicht so, wie uns das beigebracht wurde. Wow. einen Flug zu buchen, aber ich traue dem Internet da nicht so ganz. Man könnte sich das vorstellen wie eine flache Erde. So, willkommen zum neuen Video. Ich habe hier gerade ein bisschen recherchiert zu Triebwerken und so weiter und habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahme dazu und dann mal gucken, was wir da so finden. Also hier ist schon mal wieder ein Techniker von einem Triebwerk eingesaugt worden. Und das zeigt einfach, dass da enorme Sogwirkungen drin sind. So, was haben wir hier zur Flugzeugturbine und zu dem Sog? Ist da irgendwas Interessantes? Mhm. Interessant, was hier alles erklärt wird, natürlich hier. Die Mainstream-Wissenschaft. Da muss man natürlich selber denken, ne, wenn man sowas liest. Verändert der Körper gleich schnell. Galileo, wenn ich das schon sehe, weiß ich schon, wo das hinläuft. Ja, ja. So, was ist das hier? Das ist ein Patent. Sogturbine. Also luftschraubenförmig umlenkt. Ja, hier sieht man schon mal. Also die Idee ist ja bei den Flugzeugturbinen, dass die ja kein Kerosin verbrauchen, weil die einfach mit Luft funktionieren. Ne? Dass diese Turbine so stark Luft einsaugt und komprimiert, dass eben mehr Energie entsteht, als aufgewendet wird. Und die treibt sich dann selber an, ja, weil ein Teil von der Energie einfach für den vorderen Sog mit aufgenommen wird und der Rest wird für Schub und für die Energiegewinnung von Strom genutzt. Und da braucht man dann kein
ja, kein Kerosin oder sowas. Ja, hier steht es nämlich auch. Als Arbeitsmaschine verwandeln die Umlenkschaufeln der IOS-Sogturbine die kinetische Energie einströmender Fluide, Luft, Gase, Wasser in Drehimpulse, welche die IOS-Sogturbine in Rotation versetzt. Die dadurch nutzbare Leistung kann an eine angekuppelte Arbeitsmaschine, zum Beispiel Elektrogenerator, abgegeben werden. Die Funktion der IOS-Sogturbine folgt dem natürlichen Verhalten von Fluiden, wenn sie auf Strömungen, Hindernisse, Widerstand, Verwirbelungen auftreten. Das ist genau das, was Schauberger herausgefunden hat. Ja. Diese natürliche Bewegung vom Wasser oder von anderen Flüssigkeiten, ja, Luft ist ja auch, verhält sich ja genauso wie Wasser im Endeffekt. Und da entstehen genau solche Verwirbelungen, ja, und je nachdem, wie das aufgebaut ist, kann man das eben nutzen oder hat da einen Widerstand zusätzlich, ne, wenn man das eben nicht beachtet. Und ja, so kann man natürlich das so weit optimieren, dass das freie Energiemaschinen sind, ne, diese Turbinen. Die Steigung der Schaufeln bla bla, folgt einer Linie Filterordnung. Hyperbolischer Akku, bla bla bla. Ja, Verfahren zum Erzeugen von Energie. Tunnelroter Windturbinen. Generation of Power. Das hier sind alles andere Patente, so vergleichbare, ja. Und hier wurden die für Strom normal eingesetzt, ja? Also für unseren Strom aus der Steckdose. Es kann sein, dass die hier einfach mit diesen Turbinen Strom erzeugen und wir müssen die ganze Zeit bezahlen dafür. IOS-Sogturbine, ja? Das ist, ja, steht schon sehr, sehr viel drin. Gucken, was es hier noch gibt. Ja, eine neue Epoche der Luftfahrt. Das Düsenflugzeug. Hier sieht man's. Von 1937. Den Kolbenmotor. Der Kolbenmotor, der hat noch Sprit verbraucht. In der Form, wie die den hatten. Wobei der auch mit Wasser oder mit Luft, je nachdem. Man kann das alles. Heute kriegt man das alles hin. Düsentriebwerk zu ersetzen. Eine neue Epoche der Luftfahrt. Okay, bla bla, der Ohein und der Heinkel. Und hier geht es um das Ansaugen. Ja, dann wird der Sauerstoff verdichtet und dann kommt er in die Brennkammer, ja, und wird verbrannt. Ja, und dann gibt es hier so eine Art Explosion. Ja. Die Luft verdichtet sich. Und der Wasserstoff wird verbrannt und explodiert. Und rauskommt einfach nur Luft. Ja. So, dann gucken wir mal hier noch. Wasserstoff, Gasturbinen. Wasserstoffturbinen, Zukunftsmusik. Verbrennung von Wasserstoff in Gasturbinen wird optimiert. Wasserstoffflugzeug. Man sagt, man erforscht das die ganze Zeit, ja. Aus Wind macht Wasserstoff. Heise.de. Die Technologie ist da. Ja? Die Technologie ist da. So, hier machen die aus Windstrom Wasserstoff. Ja, das ist durch Elektrolyse. So, haben wir hier noch Plant Wasserstoff Superjet. Boeing plant Wasserstoff Superjet mit 3 Rümpfen.
Wasserstoffantrieb, ja. Ja, und das Witzige ist, dieser Wasserstoff. Gucken wir uns mal hier dieses Patent an. Der Wasserstoff wird ja selbst erzeugt durch die Turbine, durch die Verdichtung von dem Sauerstoff, ja, durch die Verdichtung der Luft. Ja, wird ja der Wasserstoff selbst erzeugt und sofort zur Explosion genutzt. Ja. Patent. Mal sehen, ob wir das hier direkt finden. Lädt. Aber da sind wir der Sache schon auf der Spur, ja, die Wasserstoffturbine. So, und was braucht man dafür? Gar nichts außer Luft. Ja, Wasserstoff ist in der Luft vorhanden. Und bei der Verdichtung, da kann der dann eben getrennt werden. Ja, und zur Explosion gebracht werden. Und da braucht man keinen Kerosin oder sowas, keinen anderen Treibstoff. Power Generating Unit, Gasturbine, Kompressor. Ja, es geht nur um Kompression von Luft. Ja, da sind wir doch an der richtigen Stelle. Und hier die russische Tupolev flog bereits mit Wasserstoff. Ja, der Antrieb ist umweltfreundlich, gibt natürlich keine richtige Verbrennung. Okay. Oh, mit Hybridantrieb, so wird das jetzt hier verkauft. Ja. Als müsste man dann da Wasserstoff mitführen. Ja. Den braucht man aber nicht mitführen, der kann hier direkt mit erzeugt werden. Und das wird auch wahrscheinlich. Und die Turbine schiebt sich nach vorne. Ja. Und gleichzeitig wird noch mehr Energie erzeugt. Also das Ansaugen wird dadurch betrieben. Strom wird erzeugt und Schub. Ja. Thermodynamik, Energieumsetzung, der Joule-Prozess. Vom Verdichter verbrauchte Arbeit, von Turbine abgegebene Arbeit. Und hier wird noch geschrieben, natürlich, so wie es sein muss, ja. Also das Diagramm zeigt vom Verdichter verbrauchte Arbeit, von Turbine abgegebene Arbeit. HT. So, verbrauchte Arbeit H. V. Das ist hier oben. Und HT ist auch hier oben. Ja, die machen das einfach hier oben an und sagen, das wäre gleich. Ja. Und schreiben es nochmal dazu. Ja. In Klammern. Beide müssen natürlich gleich sein. Ist ja klar, man kann keine freie Energie erzeugen. Natürlich nicht. Ja. Der Joule-Prozess. Beide müssen natürlich gleich sein. Ja. Da ist man doch schon auf einer Spur hier. Und so geht es weiter. Der Turboverdichter. Ihr könnt ja dann mal selber lesen. Ich muss ja nicht alles vorlesen. Brennstoffeinspritzung, ja. Das halte ich für ein Gerücht, dass man die braucht. Ja, diese Flugzeugtragflächen, die sind so dünn.
So, und hier, Düsen im Rumpf. Lufteinlasskanal, seht ihr, das ganze Flugzeug ist hier diese Turbine. Ja? Komplett durch das ganze Flugzeug geht dieser Prozess. Vielleicht gab es da einen minimalen Tank oder was am Anfang. Aber man musste gar nicht viel dafür tun. Ja? Die Triebwerke, die funktionieren anscheinend schon so. Wenn die einmal angeworfen sind, wie in dem anderen Video gezeigt davor, dann dann braucht man keinen Sprit, kein Kerosin. Da wurde der Tank noch ins Flugzeug reingezeichnet, ja, mit 10 Brennkammern. Aber es geht im Endeffekt nur um die Luft, ja, die verdichtet wird und dann bringt die den Schub und die Energie. Ja, sieht man, es geht nur um die angesaugte Luft. Ja. Aber offiziell darf das natürlich nicht sein. Der Energieerhaltungssatz, ja, die verbrauchte Energie kann nicht weniger sein als die erzeugte Energie. Input gleich Output, ja. Das ist die offizielle Geschichte. Aber bei diesen Flugzeugen sieht man es doch, ja. Es ist eigentlich nur dickes Triebwerk, ja, mit Luftansaugung. Wo sollen hier die Tanks drin sein? Ja. Da sitzt ein Mann drin, dann sind da vielleicht noch Waffensysteme drin. Die Räder sind da noch drin. Klappen für die Flügel. Und nur mit diesem Wunderwerk der Technik, ja, wird der Schub erzeugt. Ja, mittlerweile habe ich einiges gesehen dazu, das mich da sehr, sehr sicher werden lässt, ja, dass meine Vermutung richtig war im letzten Video. Früher diese Jagdflugzeuge, die hatten nochmal eine andere Technik, ja, da wurde wahrscheinlich schon eher getankt oder die hatten spezielle Motoren vielleicht, man weiß es nicht. Aber hier diese Turbinen, könnt ihr euch selber angucken bei den ganzen Flugzeugen, ja, A380, ja, wie viele Massen an Kerosin da reingepumpt werden soll in diese Flügel. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann sind diese Flügel schon vollgepackt mit anderer Technik, ja, mit den Klappen selber, und das ist totaler Leichtbau. Und es macht gar keinen Sinn, ja. Wenn da ein Vogel reinfliegt, dann ist dieser Flügel schon sehr stark beschädigt. Wie schwer diese Turbinen alleine schon sind. Und der Rest des Flugzeugs. Und dann sollen die Flügel auch noch das Gewicht von so viel Sprit halten. Ja. Und dann soll das Flugzeug hier so butterweich rumfliegen. Nee, die nutzen ja ganz andere Technik. Schon ganz, ganz lange. Und jetzt gibt's hier diese riesen Klötze an Flugzeugen, ja, mit solchen riesen Doppelturbinen. Und hier wird gesagt, der Tank ist in den Flügeln, ja, weil das ganze Flugzeug ist vollgepackt mit anderer Technik, mit Bildschirmen. Jeder von den 800 Passagieren oder 500 oder je nachdem, welche Airline das ist, hat dann Bildschirm und kann sich da die Luft richtig einstellen und was weiß ich. Und das ganze Gepäck ist da drin und das ganze Essen, was die alles da mitnehmen. Und ja, als Ausrede, weil ja da drin kein Platz mehr ist für den Tank, wird gesagt, ja, die Tanks sind in den Flügeln, das ist ganz geschickt gemacht. Ja, da sind Tankwarte, die werden selber getäuscht anscheinend, die wissen selber nicht, was los ist, ja, die kriegen das auf dem Display angezeigt, ja, die schließen Rohre, Leitungen an den Boden an und dann an den Flugzeugflügel und jeweils 2 Leitungen, und dann wird da irgendwas angeblich gepumpt. Ja, sie müssen sogar alle 1000 Liter oder wie ich das, oder ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, irgendwie müssen sie auch noch den Sprit dann prüfen, natürlich auf die Qualität, und es wird dann ein bisschen
ja, das so hervorgehoben, weil der Pilot immer entscheiden muss, wie viel Sprit er denn mitnehmen soll. Ja, und das ist auch so eine Geschichte. Das scheint mir mehr so eine Story zu sein, um das zu erklären. Ja. Um eben zu zeigen, ja, wir sind hier ganz normal mit Sprit unterwegs und man muss darauf achten. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht notwendig. Ja, ich bin gespannt, was ihr da alles noch rausfindet. Ja, kommentiert gerne mal. Auch wenn ihr euch auskennt in dem Bereich. Diese Sogturbine, wir haben ja eben das Patent gesehen. EOS-Sogturbine. Im Prinzip steht es hier schon drin. Ne? Ja. Was die alles leistet. So. Mal schauen, wir gucken mal noch ein bisschen weiter, was es hier noch so gibt. Aha. Ach, historisches Patent von 1791. Was ist das denn? John Barber. Aha, okay, der hat schon mal die erste Gasturbine entwickelt. Das ist natürlich optimal, wenn diese Turbinen ja mit angesaugter Luft, ja mit Druckluft funktionieren und die selber durch gute Schaufeltechnik und durch Verdichtung mehr Energie erzeugen. Ja. Dann ist es ein leichtes, damit einfach alles zu versorgen. Braucht ja keinen Brennstoff mehr. Hier, der Kompressor ist das nämlich. Ja, beim Auto kennen wir den auch. Je größer das Volumen ja, von der Ansaugtechnik, desto mehr kann der Motor leisten. Deswegen gibt es dann auch Luftfilter, extra Sportluftfilter und sowas, um einfach die Zufuhr von Luft da eben zu erhöhen. Die Luft eben Energie erzeugt. So. Ja, Stahltriebwerk. Und beim Hubschrauber ist es wohl ähnlich. Ja, diese ganzen Dinger, die können auch mit freier Energie im Endeffekt laufen. Ja, alles. Es gab ja auch dieses Wasserauto. Ja, das kennt bestimmt auch der ein oder andere schon. Guckt einfach mal nach Car Running on Water und da findet ihr auch ganz viele solche Sachen. Hier zum Beispiel auch einer. 100% auf Wasser. Könnt ihr euch alles angucken. Ja. Hier, Motor läuft auf Wasser. Und das geht alles. Aber es wird natürlich nicht gewollt, ja, dass das durchblickt wird. Und bei den Flugzeugen erst recht nicht. Ja, das ist hier... Das geht gegen diese anerkannte Physik. Ja, es darf keine freie Energie geben. Ja. Systeme. Das wird auch noch hier falsch geschrieben. Es darf keine freie Energie geben. Ja, deswegen ist das hier unterdrückt. Diese EOS-Sogturbine. Ja, wie viel Energie erzeugt die wirklich? Ich möchte es gerne mal wissen. Müssen Sie leicht sein. Das ist wie ein Stoßdämpfer. Das ein Flügel dennoch nicht brechen kann, das zeigt auf eindrucksvolle Weise ein Experiment
meiner Kollegin vom Kopfball. An einem ausrangierten Flugzeugflügel haben sie einen Belastungstest gemacht. Das Vorrumpf des Flügels wird zu gestellt und dann noch zusätzlich mit einem schweren Bagger. Dann beginnt ein Kran, die Flügelspitze anzuheben. Der Flügel biegt sich, die Kraft beträgt mehrere Tonnen. Sieht man, wie dünn dieser Flügel ist. Ja, wenn ihr da noch weiter gucken wollt, dann guckt ihr euch am besten auch mal hier bei ihm was an. Der macht ganz gute Videos dazu. Hier sieht man zum Beispiel auch den Aufbau von den Flügeln. Ja, was ist alles da drin? Ja, wie ist der aufgebaut? Wie das überhaupt keinen Sinn macht alles. Ja. Jo, das ist es. Mit Wasserstoffturbinen fliegen die. Gehe ich mal schwer von aus. Die Rippen bestehen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Ja? Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Daraus bestehen diese Flügel. Jenes ist bereits gebaut. Der Pathfinder ist in der Lage, durch die endlos erneuerbare Solarenergie der Sonne zu fliegen. Der Pathfinder, dessen letzte Sektion hier hinter mir ist ein unbemanntes Solarkraftflugzeug, ein Testbett für die Entwicklung von Technologie, die uns erlaubt, ein Flugzeug zu fliegen, das zu 70% mit Solarzellen abgedeckt ist und etwa 800 Querfuß Spannweite hat. Er benötigt nur 6,5 Kilowatt Energie, das heißt die Energie von 4 Haartrocknern. In der Tat, der Pathfinder repräsentiert eine Erfindung der nationalen Welteffizienz. Die Struktur von diesem Flugzeug ist anders als allgemein üblich in der Form eines Libellenflügels. Es hat den Bruchteil von einem Quadratdezimeter Durchmesser, ein Libellenflügel ist doppelt so groß. Und das meiste an dem Flugzeug besteht einfach nur aus Luft. Nun, wenn wir uns die Dokumente des Verteidigungsministeriums anschauen, erkennen wir, dass gewaltige Flugzeugflügel die Solarkraft aufladen. Es ist solare Kraft, die wir hier haben und worauf sie sich im Verteidigungsministerium beziehen. Unbemannte Mutterschiffe haben die Fähigkeit, gewaltige Mengen von Solarenergie zu sammeln. Diese gewaltigen kleinen Elektromotoren fabrizieren nahezu überhaupt keine Geräusche und mögen in der Zukunft für eine Kombination von unbemannten Flugzeugoperationen genutzt werden. Sie können im Transfer von Waffen und Energie zu anderen Flugzeugen in Zukunft genutzt werden. Sie benutzen hier einen interessanten Begriff, nämlich lange Verzögerungsfähigkeit. Sie sprechen hier nicht über Levitation oder Ähnliches, sondern Sie nennen es langes Herumlungern. Dies ist das generelle gezeichnete Konzept. Der große Flügel, wie Sie ihn hier sehen können, dient als ein Modell. Einen haben wir bereits fertiggestellt gesehen, natürlich mit den Solarzellen und ergänzend mit diesen sehr ruhigen elektrischen Motoren. Vielleicht können Sie sich an das Phoenix-Licht erinnern, diese gewaltigen, dreieckigen Lichtkonfigurationen, die die Leute vor einiger Zeit über Phoenix, Arizona in der Nacht sahen.
Es kann gut sein, dass dieses fremde und ungewöhnliche Flugzeug, das Sie sahen und kaum hören konnten, und diese gewaltigen Flügel hatte, eines der Flugzeuge war, die Sie hier auf den Bildern sehen können. Hören Sie die Beschreibung, die wir von den Beobachtern haben. Die Augen konnten es kaum sehen, es kam direkt über mich und es machte kaum einen Klang. Es war so ruhig, es tat nichts, es flog einfach. Diese Bilder, die Sie sahen, wurden auf dem Computer erstellt. Es sind Kombinationen von Fotos der Landschaft und Computerzeichnungen von dem, was die Familien am Himmel sahen. Es war ein gigantisches V und die rechte Seite des V war über uns. Die linke Seite war wie in Schwarz gehüllt. Ich weiß nicht, wie groß das Ding ist. Als es über unseren Köpfen war, konnten wir keinen Klang hören. Jun Josel sucht UFOs seit 20 Jahren. Nun bringt er ein virtuelles Realitätsmodell von dem, was in der Nacht passierte. Er hatte dafür 200 Beobachtungen von der Nacht des 13.03. zur Verfügung. Ich gehe davon aus, dass die Beobachtungen sehr aussagefähig sind. Als es geschah, konnte man so nah hinschauen, fast als könnte man es anfassen. Und es flog hinüber, es flog wie dieses V dort über das Haus dieses Mannes. Es flog erst zu dieser und dann zu jener Seite. Niemand weiß genau, was in dieser Nacht im März in den Himmeln über Arizona geschah, aber Tausende von Leuten sahen etwas. Und dieses Etwas kann auch ein anderes, sehr geheimes, unbemanntes Luftfahrzeug, ein UAV gewesen sein, ein unbekanntes Luftflugzeug. Dieses wird dunkler Stern, Darkstar genannt. Dieses ist laut Originaldokumenten vom Pentagon, dem Verteidigungsministerium und der Luftwaffe. Der dunkle Stern, er speichert und reaktiviert Energie. Er hat die Fähigkeit, für eine extrem lange Zeitperiode zu fliegen. Er kann das tun, was sie ausgedehntes Herumlungern nennen. Das ist ein interessanter Begriff. Sie können damit in einem vorgegebenen Gebiet über 36 Stunden lang herumlungern, was ihm unglaubliche Fähigkeiten gibt. Er hat die Fähigkeit, 36 Stunden lang elektronische Informationen an eine stationierte Basis weiterzuleiten. Dieses Flugzeug wurde ursprünglich in der extrem geheimen Area 51 getestet. Ach, danke für Ihre Zeit.